Mein Name ist Dennis Schmelz, ich bin Filmemacher, Content Creator, Videograf, nennt es wie ihr wollt. Ich mache irgendwas mit Videos. Und heute soll es darum gehen, wie ich Videos schneide, aber nicht wie ich sie einfach nur schneide, sondern wie ich quasi KI, künstliche Intelligenz, dafür nutze, um meine Videos ein bisschen effizienter zu schneiden. Also wie kann mir die KI dabei helfen, meine Videos schneller zu schneiden, wie kann ich schneller zum Ergebnis kommen. Und genau, also KI ist in aller Munde. Viele von euch kennen es vielleicht auch schon, deswegen einfach gerne mal die Hand hoch, wer von euch schon mal mit KI gearbeitet hat. Okay, also sind auf jeden Fall einige. Wer von euch schneidet denn oder wer erstellt Videos? Okay, und wer hat schon KI benutzt für sein Video-Editing? Okay, wahrscheinlich die jetzt nicht die Hand gehoben haben. Ihr habt es wahrscheinlich schon benutzt, ohne es zu wissen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich werde euch so ein paar Funktionen zeigen, die ihr vielleicht schon kennt, aber auch einige, die ihr noch nicht kennt. Und würde sagen, wir gehen einfach mal direkt in Premiere und fangen einfach mal an. Ich habe jetzt hier die Beta-Version installiert, die könnt ihr auch runterladen. Die Beta-Version, die gibt es, wenn ihr die Creative Cloud öffnet, findet ihr unter Beta-Apps quasi die aktuellen Beta-Versionen. Und bei Firefly war es ja so, zum Beispiel auch damals bei Photoshop, man brauchte die Beta dafür. Irgendwann wurde es dann in die normale Version inkludiert. Ich habe jetzt die Beta, weil die Beta einfach noch so ein paar mehr KI-Features bietet. Die ist für jeden zugänglich, könnt ihr einfach runterladen, hier in der Creative Cloud, Premiere Pro Beta. Das Einzige an der Beta ist halt, die ist noch nicht freigegeben, weil vielleicht noch ein paar Bugs drin sind, weil noch dran entwickelt wird. Ich habe jetzt hier heute früh so ein paar Clips aufgenommen, einfach um euch zu zeigen, wie ich jetzt daraus so ein kleines Story oder so ein kleines Reel-Video machen kann, um meiner Community zu sagen, hey Leute, ich bin auf den Video Days, kommt vorbei, ich mache eine Masterclass. Und wie mir da die KI jetzt helfen kann, dieses Video relativ schnell zu einem Reel oder zu einer Story zu verarbeiten, das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar nehme ich jetzt einfach mal hier den letzten Clip, den ich genommen habe, und ich kann jetzt hier auswählen beim Importieren, ob er diesen Clip direkt transkribieren soll. Wer von euch weiß, was Transkribieren ist? Okay, wenige. Es gab damals, also Transkribieren ist quasi das Gesagte in Textform packen. Da gab es damals Schnittassistenten, die haben den ganzen Tag gesessen und haben das 1:1 getippt. Jetzt kann die KI oder hier auch Adobe Premiere das für uns machen, indem wir einfach nur das Häkchen setzen und die KI guckt, okay, was hat er gesprochen und setzt das quasi gleich in Text um. Warum das sinnvoll ist, zeige ich euch gleich. Ich importiere das jetzt mal, nenne die Sequenz einfach mal Video Days Story. So, alles klar, erstellen. So, und jetzt habe ich hier meine Sequenz angelegt und ich gehe jetzt mal in die textbasierte Bearbeitung, um euch zu zeigen, warum dieses Transkript interessant sein könnte. Lasst es mal abspielen und ihr seht direkt, was passiert. Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival und hier habe ich heute um 12:30 Uhr einen Vortrag. Also ihr seht, Adobe oder Premiere hat direkt das Gesagte in Text übernommen. Das auch relativ gut. Video Days Festival hat es jetzt nicht ganz erkannt. Das könnte ich jetzt einfach hergehen und kann sagen, ich ändere das jetzt in, so wie es halt, sich halt gehört, Video Days Festival. Genau, und kann den Text halt ganz einfach ändern. Und das Coole ist, ich kann jetzt einfach also zum Beispiel, ich sitze im Zug oder ich bin irgendwo, wo ich keinen Ton habe, ja, meine Kopfhörer vergessen oder so, oder ich gebe es einem Redakteur. Ich kann jetzt ohne Ton hier anfangen zu schneiden, indem ich mir einfach sage, okay, diesen Part, hallo und viele Grüße aus Köln, diesen Part will ich raushaben. Ja, oder ich will den woanders hin haben. Kann das einfach jetzt hier quasi, ich kann mit dem Text quasi schneiden. Ich kann jetzt aber auch hergehen und kann sagen, zum Beispiel, da sind ganz viele Pausen drin. Ja? Ich habe ab und zu Pausen eingebaut und ich kann jetzt zum Beispiel sagen, hier, alle Pausen in dem Video, zeig mir die mal an. Jetzt zeigt er mir alle Pausen an und jetzt kann ich hergehen und kann sagen, diese Pausen, die will ich überhaupt nicht haben. Lösch mir diese Pausen. Ich kann auch definieren und sagen, okay, wann ist es denn eine Pause? Ab 10 Millisekunden oder erst ab einer Sekunde? Ja? Und da seht ihr schon, dann wird es auch wesentlich weniger. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein schnelles TikTok-Video habe, dann bin ich ja relativ schnell im Schnittrhythmus. Das heißt, ich kann da wirklich bam, bam, bam meine Pausen, sage ich mal, auf 10 Sekunden setzen und dann ist es wirklich ohne Pausen, ohne Punkt und Komma. Genau, ich lasse das jetzt mal so auf, ja, sagen wir mal 0,15 Sekunden, so. Und wenn ich hier da jetzt hingehe, siehst du, da war jetzt zum Beispiel auch eine Pause. Und jetzt kann ich sagen, okay, lösche mir alle Pausen, indem ich hier drücke und sage extrahieren. Das heißt, er nimmt die, löscht die und schließt dann auch gleich die Lücke. Ich mache das jetzt mal. 14 Pausen werden jetzt gelöscht. Zack. Und jetzt sind die Pausen schon mal weg. Und hier habe ich heute um 12:30 Uhr einen Vortrag zum Thema KI. Wie kann ich mit Adobe Premiere bessere... Und hier zum Beispiel, wie kann ich mit Erde, ne? Da könnte ich jetzt auch eingeben, Adobe Premiere und sowas.
Genau, also ihr kennt das. Das Prinzip ist, glaube ich, klar. Ich könnte jetzt, glaube ich, eine Stunde lang nur dieses Texttool zeigen, aber wir haben noch viel mehr. Deswegen lasse ich das jetzt mal, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Ne? Also ich würde das jetzt normalerweise noch ein bisschen perfektionieren. Aber ihr habt das Prinzip, glaube ich, verstanden. Das ist eine Tool, was ich sehr cool finde, einfach um schneller zu sein. Und ich kann auch sagen, zum Beispiel, dass ich ja auch so Füllwörter wie Ams und kann ich auch rausfiltern lassen. Also es spart mir jede Menge Zeit, einfach um schnell zum Ergebnis zu kommen. Jetzt habe ich einmal die Arbeit hier, also es wurde ja einmal schon transkribiert, jetzt kann ich sogar sagen, okay, das Transkribierte möchte ich direkt in den Untertitel haben. Nimm mir einfach das Transkript, also greife auf das Transkript zu und mache mir daraus einen Untertitel und kann dann hier sagen, okay, ich möchte da eine Zeile, Standarduntertitel und lass mir direkt den Untertitel erstellen. Und jetzt habe ich direkt den Untertitel mit dabei. Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival. Was ziemlich cool ist, weil gerade bei TikTok oder bei Social Media Untertitel spielt eine wichtige Rolle. Die meisten haben den Ton aus. Und hier habe ich quasi erst mit meinem Transkript geschnitten und dann habe ich das Transkript gleich genutzt, um daraus einen Untertitel zu generieren. Also eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und hier kann ich jetzt auch hergehen und kann das noch so ein bisschen, ich meine, der Untertitel ist jetzt nicht schön, ne? Ich kann hergehen und würde es jetzt vielleicht mal, mach mal hier mal Arial Bold meinetwegen, und dann kann ich auch hergehen, kann die Farbe ändern. Alles das, was ihr quasi schon kennt. Was eigentlich immer ganz cool kommt. Ich mache das jetzt mal so ein bisschen Instagrammable. Guck mal, ob ich es schnell hinkriege. Das typische Untertitelgelb suche ich. Ja, irgendwie so war es vielleicht, genau. Kann da jetzt noch einen Hintergrund, machen wir einen dunklen Hintergrund dazu. So. Und kann das jetzt hier oben auch für alle übernehmen. Für alle meine Untertitel. Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival. So, das ist auch ein sehr cooles Stil, also Untertitel erstellen lassen aus dem Transkript. Ich habe aber noch was für euch, und zwar geht das um das Thema Ton. Ich wechsle mal meinen Arbeitsbereich und gehe auf Audio. Und da gibt es einige coole Tools, die ich euch gerne vorstellen möchte. Und zwar sage ich jetzt erstmal dem Audio-Tool, dass das hier unten alles ein Dialog ist. Das habe ich gemacht. Und jetzt kann ich halt eben hergehen und kann ja, meine Sprache noch ein bisschen verbessern, indem ich sage, Sprache verbessern. Klicken wir mal drauf. Verbessern. Und ihr seht, jetzt wird das Ganze gescannt. Also meine Sprache wird jetzt gescannt von der AI. Das hieß damals Adobe Podcast, war eine Beta. Das ist jetzt in Adobe integriert. Und mal gucken, wie sich das Ganze jetzt anhört, weil die Hintergrundgeräusche waren ja schon sehr laut. Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival und hier habe ich heute um 12:30 Uhr einen Vortrag zum Thema KI. Also die Hintergrundgeräusche sind fast weg. Was dieses Tool macht, es ist quasi eine KI, die meine Stimme analysiert, mein Gesagtes analysiert und das nachbaut. Völlig irre. Also ich könnte jetzt quasi 20 Meter hier wegstehen, wenn es jetzt nicht so laut wäre, könnte reden. Und es reichen wirklich nur kleine Nuancen und die KI baut dann auf meinen Grundlagen, auf meiner Stimme aus, oder ne, auf der Grundlage meiner Stimme das dann nach. Das klingt manchmal ein bisschen robotermäßig, deswegen muss man das gezielt einsetzen. Man kann auch das hier, ja, die Intensität hier festlegen, will ich volle Bulle oder vielleicht nur so ein bisschen. Ich lasse das jetzt mal so auf 2,5, einfach weil mir das noch ein bisschen zu plastisch klingt. Aber gerade wenn ich in einer Umgebung bin, wo es sehr laut ist oder wo ich weit vom Mikro weg bin, ist das ein sehr cooles Tool. Also Sprache verbessern. Genau. Und jetzt ja, habe ich Sprache, ich habe Untertitel. Ich glaube, für Insta wäre es ganz cool, vielleicht noch so ein bisschen Musik dazu zu machen. Und da gibt es auch ein ganz cooles Tool. Und zwar gibt es erstmal dieses Sessional Sounds Tool in Premiere. Und da kann ich ja hier direkt Musik auswählen. Hallo und viele Grüße aus Köln. Die mir gefällt. Ich würde jetzt mal sagen, Genre, gucken wir mal, was nehmen wir denn da? Hip-Hop. Ja, gucken wir mal, was ist das hier? Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival und hier habe ich heute um 12 Uhr. Okay, na, aber nehmen wir das mal. So ein bisschen Backstreet Boys für Arme oder Backstreet Boys auf Messen. Genau, jetzt seht ihr aber schon, das ist viel zu lang. Also das sind jetzt 1,30 oder 1,45. Normalerweise würde ich hergehen, würde das auf Beat schneiden, würde mir sehr viel Zeit kosten. Und da gibt es aber auch ein sehr cooles Tool. Ich gehe mal auf Bearbeiten. Also erstmal werde ich das jetzt als Musik deklarieren. Ich sage, okay, das da unten ist Musik. Und hier seht ihr schon das sogenannte Remix-Tool. Ich werde jetzt mal das aktivieren. Und jetzt scannt er wieder diesen Clip, also diesen Musikclip. Und ihr seht hier, die Zieldauer von diesem Clip ist 1 Minute 40. Mein Clip geht aber 26 Sekunden. So, jetzt klicke ich auf die Musik und sage, okay, ich brauche das Ganze für 26 Sekunden. 00. Okay, das waren 10 Sekunden, das war zu wenig. 26. So, und ihr habt es gesehen hier unten, ne, die Musik ist jetzt wesentlich kürzer und ist auf 26 Sekunden angepasst. Ich weiß noch nicht, ob es geklappt hat.
Wir gucken mal. Die Fehlerquote ist recht gering. Ich hoffe, es hat geklappt. Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video des Festivals und hier habe ich heute um 12:30 Uhr einen Vortrag zum Thema KI. Wenn euch das interessiert, kommt vorbei. 12:30 Uhr auf der Stage. Wenn ich das interessiert, kommt vorbei. 12:30 auf der Creator Stage. Hat gut geklappt. Bitte? Ja, genau. Man hört jetzt nichts mehr vom Gesagten. Das ist der nächste Punkt. Da komme ich jetzt gleich hin. Ich wollte jetzt erstmal gucken, ob die Musik sozusagen, ob das matcht mit den 26 Sekunden. Das hat ganz gut hingehauen. Und wie du schon sagst, die Musik ist natürlich viel zu laut. Und da kommen wir zum nächsten Feature. Ich kann jetzt sagen, es gibt dieses Ducking. Und wenn ich das aktiviere, dann kann ich sagen, okay, bitte führe Ducking aus gegenüber meinem Dialog. Ducking heißt so viel, der setzt automatisch Keyframes, dann, wenn es vonnöten ist. Ja? Also wenn ich jetzt nichts rede, dann macht er die Musik hoch, wenn ich rede, macht er sie wieder runter. So, und ich sage jetzt, okay, Ducking gegenüber Dialog, klicke auf Keyframes erstellen. So, und jetzt seht ihr schon, hier unten hat er jetzt automatisch quasi das runtergepegelt und dann hier hinten wieder hoch. Ich habe jetzt keine Pausen eingebaut, deswegen ist es relativ einfach. Er bleibt eigentlich die ganze Zeit unten. Ich kann auch einstellen hier, wie schnell er wieder hochgeht und runter, die Empfindlichkeit, die Ducking-Stärke. Genau, aber jetzt auch mit einem Klick gepegelt. Wenn ich jetzt ein 45-Minuten-Doku habe mit einem Sprecher und habe immer wieder Schnittbilder drin und so, dann ist es einfach ein Tool, was euch Tage teilweise, ja, also wirklich Tage, zurückbringen kann oder safen kann. Genau, jetzt hören wir mal rein. Zum Thema KI. Wie kann ich mit Adobe Premiere bessere Videos schneiden und wie könnt ihr Ihren Workflow... Genau, ich kann das ja immer noch, ich könnte jetzt auch noch manuell hingehen und könnte es noch ein bisschen pegeln, aber es ist auf jeden Fall schon mal wesentlich besser. So, jetzt habe ich Untertitel, ich habe ein Transkript, das könnte ich jetzt auch einem Redakteur oder ich könnte es ausdrucken, könnte es irgendwie jemandem schicken oder so. Wahrscheinlich für TikTok nicht interessant, aber ich habe Transkript, ich habe Untertitel, ich habe Musik, ich habe meine Stimme noch ein bisschen verbessert und jetzt ist es noch das falsche Format, weil wir alle wissen, wer dreht heutzutage noch Querformat? Ich. Und deswegen gibt es ein ganz cooles Tool, um das jetzt ins Hochformat zu bringen. Und zwar klicke ich da hier einfach auf meine Sequenz, die hier oben ist, und sage Auto-Reframe auf Sequenz anwenden. Auto-Reframe ist das Stichwort, weil hier kann ich jetzt meine Sequenz reframen in ein neues Format. Ich kann sagen, ich möchte es in 9:16 haben, ich möchte es in 4:5 haben, also für ein Feed. Oder ich möchte es in 1:1 haben, also quadratisch. Ich will es aber für die Story haben, deswegen Vertical 9:16. Kann dann hier noch sagen, okay, soll er mich tracken, ja, also wenn ich jetzt im linken Bild dran bin und in den rechten laufe, soll er mich dann tracken, soll er mich langsam tracken oder schnell. Ich lasse das jetzt mal auf Standard und klicke jetzt auf Erstellen. Und es dauert 2 Sekunden und jetzt habe ich hier meine 9:16 Sequenz. Hallo und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival und hier habe ich heute... Genau, ich würde jetzt mal die Ansicht wechseln auf vertikal, dass ihr es ein bisschen besser seht. Genau, also den Untertitel nimmt er auch mit. Den Untertitel guckt er halt eben auch, dass der rechts und links nicht ausläuft. Ich brauche eigentlich gar nichts zu machen. Das ist relativ cool und er probiert mich halt auch immer in der Mitte zu halten, indem er mich halt so ein bisschen verfolgt. Genau, so, jetzt kann ich das hochladen, kann das direkt posten. Also ich habe ja hier mein Exportieren-Tool und kann das dann direkt bei Instagram posten. Ich habe das tatsächlich schon gemacht, weil es wäre ja blöd, wenn ich das nachher später poste. Jetzt zeige ich das Ganze mal. So, gehen wir in meine Stories rein. Ich habe das heute früh mal getestet, ob es funktioniert. Und hier ist das Ding. Und viele Grüße aus Köln. Ich bin gerade auf dem Video Days Festival und hier habe ich heute um 12:30 Uhr einen Vortrag zum Thema KI. Wie kann ich mit Adobe Premiere bessere Videos schneiden und wie könnt ihr Ihren Workflow effizienter nutzen? Wenn euch das interessiert, dann kommt vorbei 12:30 Uhr auf der Creator Stage. Creator Stage stimmt nicht, aber ihr wisst, worum es geht. Genau, also ich habe es tatsächlich beim Testen vorne innerhalb von 15 Minuten oder so war das Ding fertig. Alle liefen an mir vorbei so, warum steht der hier und schneidet? Der soll doch lieber connecten. Warum hat er seinen Laptop hier? Aber ich habe es genau deswegen gemacht, um euch zu zeigen, wie ich das quasi wirklich auch einsetze. Ja? Also das sind so meine KI-Video-Tools, die ich wirklich sehr liebe. Es gibt jetzt auch noch die Möglichkeit, das will ich nur kurz erwähnen. Wer von euch kennt Frame.io? Schon mal gehört? Ja, so ein paar. Ist ein sehr cooles Tool, um quasi, wenn ihr jetzt mit einer Agentur zusammenarbeitet und quasi so Reviews
Also normalerweise, ihr schickt das ja dem Kunden oder der Agentur, dann kriegt ihr eine E-Mail zurück, da stehen dann die einzelnen Sachen. In Frame.io kann der Kunde direkt dann im Video klicken, was er möchte, er kann das einzeichnen und so weiter. Ich will das mal ganz kurz zeigen. Also jetzt zum Beispiel Hier und fahr jetzt weiter nach. habe ich jetzt hier so ein Video und ich kann jetzt hergehen und kann sagen, also das ist jetzt quasi das Backend, was der Kunde sieht. Und wenn mir jetzt hier was nicht gefällt, dann kann ich einfach hergehen und kann sagen, was ist denn hier los, warum brennt denn das hier so aus? Mache ich einen Pfeil hin und schreibe hin, überbelichtet zum Beispiel. So. Na, kann jetzt hier Kommentare machen und kann dann einfach, habe das dann hier gebündelt und kann das Ganze dann auch in Adobe Premiere direkt sehen, in meiner Schnittfrequenz, also in meiner Timeline kann ich genau sehen, wann wurden diese Änderungswünsche gemacht und kann das dann, also ich muss mir keine E-Mail mehr ausdrucken und sitze dann mit meiner E-Mail da, sondern ich kann das wirklich direkt in der Software machen. Wäre jetzt auch nochmal eine eigene Masterclass über Frame.io, aber kann ich euch sehr empfehlen, damit mal zu arbeiten. Findet ihr übrigens unter Überprüfung, genau. Und da könnt ihr das dann hier direkt, also könnt ihr direkt sagen Upload und könnt dann die aktive Sequenz, die ihr habt, direkt hochladen und könnt den Link dann direkt an den Kunden schicken. Und habt dann hier auch direkt in Premiere die Möglichkeit, Wunderschönen guten Tag aus Frankfurt. euch hier die Änderungen anzugucken. Ne? Also ihr müsst nicht mehr das Programm wechseln. Das ist ziemlich cool. Genau, das nochmal so am Rande. Und das waren so meine 5 Tipps. Ich habe jetzt aber noch so einen kleinen, vielleicht haben es die eine oder andere schon gesehen. Also das ist das, was derzeit möglich ist, was der jetzige Stand ist. Ich will euch mal zeigen, was so geplant ist. Und zwar wurde vor 5 Monaten mittlerweile schon Firefly for Video vorgestellt. Und das will ich euch mal ganz kurz zeigen, was da alles noch auf uns zukommen wird. Firefly für Fotos oder Adobe Photoshop kennt man ja schon. Aber hier kann man dann tatsächlich, wenn es dann irgendwann rauskommt, ja, Soundeffekte generieren lassen. Das heißt, ich drehe ein Thronvideo und sage, okay, generiere mir da ein paar coole Sounds zu. Ich muss nicht mehr in irgendwelche Libraries gehen, sondern das macht alles Adobe für mich automatisch. Ich kann hier einfach Moods generieren, indem ich sage, ich möchte Golden Hour. Ich muss es nicht mehr manuell graden. Face Detection. Das habt ihr eben schon gesehen, aber das ist nochmal mehr ausgereift. When I get to the crag, I'm putting on my shoes. Auch ganz cool, er erkennt automatisch B-Roll und schneidet es dann rein. Das ist eigentlich mein Lieblingstool, wenn es dann irgendwann kommt. Storyboards. Also gerade für größere Produktionen mega wichtig und du kannst quasi Storyboards generieren lassen aus deiner Timeline. Das ist brutal. Genau, also gerade dann, wenn ihr irgendwann mal eine Produktion habt, könnt ihr quasi die schon vorher komplett in KI bauen und könnt quasi Moodboards, also Moodboards im klassischen Sinne ist dann vielleicht sogar schon der fertige Moodfilm. Ja? Genau, das ist Firefly for Video, bin ich sehr gespannt, wird irgendwann kommen. Und ja, ich bin auch langsam, glaube ich, am Ende angekommen. Ich muss auch, genau, ich habe hier so ein paar Sachen, wenn noch Zeit, aber so viel Zeit haben wir gar nicht mehr. Von daher, ich mache hier nochmal, wenn ihr Lust und Zeit habt, könnt ihr gerne, überall liegen auch solche Karten von Adobe rum. Diese hier. Wenn ihr Lust und Zeit habt, würdet ihr mir und Adobe eine riesen Freude tun. Einfach kurz scannen und sagen, wie es euch gefallen hat, ob ihr was mitnehmen konntet, wie euch der Vortrag gefallen hat. Und wenn ihr Fragen habt, ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen am Start. Ihr könnt mich auch jederzeit kontaktieren. Instagram, Dennis Schmelz, LinkedIn, überall verfügbar. Und ja, schön, dass es doch noch so voll geworden ist. Und euch noch ganz viel Spaß. Dankeschön.